sitzt als Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen, irgendwo in Deutschland, in einem Meeting. Auf der Folie steht groß KI-Strategie 2030. Irgendjemand wirft Begriffe wie Agenten, RAG-System oder Copilot in den Raum. Und innerlich fragst du dich, okay, aber was heißt das jetzt ganz konkret für unsere Produktion, unseren Vertrieb und unsere Leute? Genau das erlebe ich immer wieder. KI ist überall in den Schlagzeilen, aber in vielen deutschen KMUs bleibt das Bauchgefühl, Buzzword oder eine Aufgabe für die IT. Es fehlt ein sauberes Fundament. Nicht unbedingt jetzt ein Doktor in Informatik, sondern ganz grundlegendes Verständnis. Welche Arten von KI gibt es eigentlich für meinen Alltag? Wie rede ich so mit ChatGPT und Co., dass sinnvoller Output herauskommt? Wo liegen Risiken, die ich ernst nehmen sollte? Und wo ist Panik, pure Zeitverschwendung? Ich bin Felix, Wirtschaftsingenieur und Berater und habe in den letzten Jahren mit Industrieunternehmen, Startups und im Konzernumfeld an KI-Projekten gearbeitet. Es ging um Automatisierung im Office bis hin zu Use Cases in Produktion und Vertrieb. In diesem Video gebe ich dir das KI-Fundament, das 99% der deutschen KMUs noch nicht haben, du aber dringend brauchst, wenn du in den nächsten Jahren mitreden und mitentscheiden willst. Das heißt, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du als Führungskraft oder Entscheider in einem KMU die Grundlagen von KI so verstehst, dass du bessere Entscheidungen treffen kannst, ohne dich in Technik zu verlieren. Dafür habe ich dir 5 zentrale Learnings mitgebracht. Erstens, die 3 Ebenen von KI in deinem Unternehmen zu verstehen. Zweitens, mit Standardtools starten, aber in Prozessen denken. Drittens, KI wie einen neuen Mitarbeiter briefen. Kontext, Zero-Shot und Few-Shot. Viertens, Chain of Thought Prompts nutzen, um komplexe Aufgaben zu strukturieren. Und fünftens, Grenzen von KI kennen und Leitplanken für dein Unternehmen setzen. Wenn du bis zum Ende dran bleibst, wirst du KI nicht als magische Blackbox sehen, sondern als Werkzeugkasten, den du gezielt für dein Unternehmen einsetzen kannst. Egal, ob ihr jetzt 30 oder 300 Mitarbeitende habt. 5 Learnings, die 99% der KMUs fehlen. Learning Nummer 1. Versteh die 3 Ebenen von KI in deinem Unternehmen. Learning Nummer 1. Versteh die 3 Ebenen von KI in deinem Unternehmen. Das Problem oder die Beobachtung ist, dass in vielen Unternehmen alles unter KI zusammengeworfen wird. ChatGPT, ein neuer Button im ERP-System, die Idee für ein automatisiertes Qualitätssystem, alles ein großer KI-Slop. Das führt zu einer Verwirrung, falschen Erwartungen und am Ende auch Frust. Daher empfehle ich dir, in 3 Ebenen zu denken, wenn du über KI in deinem Unternehmen sprichst. Ebene Nummer 1 sind eigenständige KI-Tools, also Tools, die du direkt nutzt. ChatGPT, Claude, Perplexity, Bildgeneratoren, Transcription-Apps. Loggst dich einfach ein und legst los. Ebene Nummer 2 sind Tools mit integrierter KI, so Systeme, die du sowieso schon nutzt. ERP, CRM, Office, CAD und auch Assistenten, Copilot oder auch AI-Features. Ebene Nummer 2 sind Tools mit integrierter KI. Das sind so Systeme, die ihr sowieso schon nutzt, also ERP, CRM, Office, CAD. Und die haben jetzt plötzlich einen Assistent, Copilot oder AI-Feature eingebaut. Ebene Nummer 3, das sind individuelle KI-Lösungen. Also Lösungen, die auf ein ganz konkretes Problem in deinem Unternehmen zugeschnitten sind. Zum Beispiel sind es KIs, die Service-Tickets vorsortieren, Angebote einordnen oder Maschinendaten auswerten. Wir hatten mal ein Projekt mit einem Industrieunternehmen und da haben wir uns die 3 Ebenen mal sortiert. Und es wurde deutlich, dass Ebene 1 der Spielplatz so zum Lernen ist. Ebene 2 betrifft dann die bestehenden Systeme, da wird es holprig für die Produktion und oft auch eine Abstimmung mit dem IT-Bereich. Und Ebene Nummer 3 sind echte Investitionen. Da sprechen wir über Business Cases, Datenqualität und auch wirklicher Veränderung. Ab da waren die Diskussionen deutlich ruhiger und viel zielgerichteter. Also wenn alle immer über KI reden, dann frag dich zuerst, reden wir hier über ein Tool, über ein Feature oder über eine Lösung? Learning Nummer 2. Starte mit Standardtools, aber denke in Abläufen oder in Prozessen. Weil viele KMUs testen KI mit ein paar Prompts in ChatGPT und dann passiert nichts. Kein Prozess verändert sich, niemand spart messbare Zeit, alle gehen zum Tagesgeschäft über. Das fühlt sich nett an, ist aber weit weg von echter Wirkung. Daher empfehle ich dir, eigenständige Tools wie ChatGPT als Baustein in einem klaren Ablauf und nicht als Spielzeug nebenbei zu nutzen.
Frag dich dabei immer, in welchem Prozess haben wir viele manuelle Texte, Wiederholungen und auch Abstimmungen? Wo könnte ein KI-Tool einen klaren Schritt übernehmen, also Entwurf, Zusammenfassung, Übersetzung, Strukturierung, und dann baust du zum Beispiel einen festen Ablauf im Vertrieb, Angebot erstellen, KI schreibt einen ersten Entwurf für die Angebots-E-Mail, du prüfst und personalisierst. Ein Ablauf in der Projektplanung könnte so aussehen: Du gibst Meeting-Notizen ein, die KI erstellt eine klare To-Do-Liste, du definierst die Verantwortlichkeiten und auch die Deadlines. Oder auch ein Ablauf in der Projektplanung. Du gibst Meeting-Notizen ein, KI erstellt klare To-Do-Liste und du definierst Verantwortliche und Deadlines. So, Learning Nummer 3. Brief deine KI wie einen neuen Mitarbeiter. Kontext, Zero-Shot und Few-Shot sind hier die Buzzwords. Viele geben der KI eine Aufgabe im Stil von „Schreib mir mal eine E-Mail an einen Kunden" und wundern sich dann, dass der Text generisch klingt und nicht zur Branche, Tonalität und auch generell zur ganzen Situation passt. Die KI wirkt oberflächlich, dabei fehlt ihr vor allem eins, und das ist der Kontext. Behandle KI wie einen neuen Mitarbeiter in der Probezeit. Du würdest nie sagen, mach mal, sondern du würdest erklären, wer bist du und was machst du? Also Unternehmen, Branche, Rolle. Dann, worum geht es genau? Ziel, Zielgruppe und auch, wie die Tonalität aussehen soll. Auch wie das Ergebnis aussehen soll, in Form von Länge, Struktur und Beispielen. Daher empfehle ich dir, die Begriffe wie Zero-Shot und Few-Shot ganz pragmatisch anzuwenden. Ein Zero-Shot ist sowas wie, du gibst eine Aufgabe ohne Beispiele. Und ein Few-Shot bedeutet, dass du eine Aufgabe gibst mit Beispielen und wie ein gutes Ergebnis aussehen soll. Also statt nur zu schreiben, formuliere eine Antwort an einen Kunden, der sich über eine verspätete Lieferung beschwert, schreibst du ab dem heutigen Video zum Beispiel: Wir sind ein Maschinenbau KMU, wir duzen unsere Kunden, bleiben aber professionell. Formuliere eine Antwort auf eine verspätete Lieferung. Der Ton ist dabei ehrlich, lösungsorientiert und nicht defensiv. Was auch immer super funktioniert, ist, dass du ein Beispiel bereits aus vergangenen Projekten nutzt und sagst, hey, bei diesem Kunden hat es funktioniert, schreib es mir so ähnlich wie bei diesem Kunden. Hier ist es aber auch ganz wichtig, dass KI massive Fortschritte gemacht hat. Und wenn du einen wirklich guten Prompt haben willst, dann macht es auch oft Sinn, erstmal den Prompt von der KI vorschreiben zu lassen und den dann zu verbessern. Weil oft auch viele Punkte dir gar nicht einfallen, die eine KI sofort auf dem Schirm hat. Das heißt also, die Qualität deiner KI hängt direkt davon ab, wie klar du dein Briefing machst. Gar kein Beispiel ergibt selten bessere Resultate als ein gutes Beispiel. Learning Nummer 4. Nutze Chain of Thought Prompts wie eine Checkliste für komplexe Aufgaben. So, was meine ich jetzt damit? Gerade in KMUs gibt es Aufgaben, die niemand gerne anfasst, weil sie groß und auch vielleicht unübersichtlich sind. Lastenheften, Prozessbeschreibungen, Stellenprofile, Schulungsunterlagen. Da werfen viele dann eine riesige Aufgabe in die KI und hoffen auf ein Wunder und bekommen einen Text, der irgendwie alles und nichts ist. Dafür gibt es eine sehr gute Empfehlung. Nutze Chain of Thought Prompting. Das heißt auf Deutsch, zerleg komplexe Aufgaben in Schritte und lass die KI Schritt für Schritt mitarbeiten. Zum Beispiel bei einer neuen Stelle in der Instandhaltung. Schritt 1. Formuliere bitte eine knackige Einleitung für eine Stellenanzeige Servicetechniker Instandhaltung in einem produzierenden Mittelständler. Maximal 5 Sätze, du darfst duzen, Fokus auf Sinn und Verantwortung. Schritt 2. Basierend auf dieser Einleitung formuliere die Aufgabenliste in 6 bis 8 Bullet Points, praxisnah, ohne Marketinggeschwurbel. Schritt Nummer 3. Jetzt die Anforderungen, Muss-Kriterien und Kann-Kriterien getrennt. Also, du arbeitest dich mit der KI durch den Prozess, statt ein einziges Mal schreib mir alles zu sagen. Und auch hier macht es wieder total viel Sinn, die KI in den Prompt-Engineering-Prozess mit einzubeziehen, weil sie oft noch die gewisse Extrameile geht. Etwas ausformuliert, woran du vielleicht nicht direkt gedacht hast. Kommen wir zum 5. und vielleicht wichtigsten Learning des heutigen Videos. Kenne die Grenzen von KI und setze Leitplanken in deinem Unternehmen. In vielen KMUs gibt es 2 Extreme. Die einen glauben, KI löst alles. Die anderen haben Angst vor Halluzinationen, Datenschutz und Fehlern und blockieren damit komplett. Beides führt zu schlechten Entscheidungen. Mach dir und deinem Team 3 Grenzen bewusst und definiere einfache Regeln dazu. Die KI ist so gut,
wie die Daten, auf denen sie trainiert oder mit denen du sie fütterst. Das ist ganz entscheidend, weil wenn deine Unterlagen veraltet oder lückenhaft sind, wird die KI keine Wunder vollbringen können. Was auch wichtig ist, ist die Aktualität. Viele Modelle haben Wissensgrenzen oder unvollständige Daten zu sehr aktuellen Themen zum Beispiel. Was auch ein Punkt ist, ist das Thema Halluzination. Die KI erfindet manchmal Fakten, Quellen und auch Zahlen. In kreativen Phasen kann das inspirierend sein, in High-Stake-Tasks ist es aber brandgefährlich. Daraus kannst du auch einfache Leitplanken für dein Unternehmen ableiten, wie zum Beispiel bei sicherheitsrelevanten Themen, Verträgen, Preisen und Gesundheitsfragen wird KI nur als Ideengeber genutzt, niemals als finale Quelle. Oder wichtige Zahlen werden immer gegen interne Systeme oder offizielle Quellen geprüft. 2025 hat sich Deloitte da mehrmals die Finger verbrannt, als sie KI angewendet haben für Regierungsaufträge und das auch auffiel. Solche Grenzen und solche Regularien, die wären da sicher hilfreich gewesen. Um den Themen wie Guidelines und auch Halluzinationen vorzubeugen, gibt es aber bereits Lösungen. Es gibt RAG-Systeme, die die Halluzination massiv reduzieren, doch dazu in einem anderen Video. Wenn du die 5 Learnings von dem heutigen Video ernst nimmst und in deinem Unternehmen umsetzt, passiert was Gutes und auch was Spannendes. KI wird von einem unscharfen Buzzword zu einem Tool, das du einordnen kannst. Du weißt, auf welcher Ebene du dich gerade bewegst. Du kannst besser entscheiden, welche Projekte Sinn ergeben und wo du dir noch Daten, Prozesse oder Kompetenzen aneignen musst. In Meetings redest du jetzt nicht mehr über abstrakte KI-Strategien, sondern über konkrete Prozesse, klare Briefings und auch messbare Ergebnisse. Und vielleicht der wichtigste Punkt, du gibst Verantwortung nicht an die IT oder irgendeinen externen Dienstleister ab, sondern führst das Thema Schritt für Schritt aktiv, so wie jede andere wichtige Veränderung in deinem Unternehmen. Langfristig ist genau das der Unterschied zwischen Unternehmen, die von KI überrollt werden, und Unternehmen, die KI wie einen zusätzlichen, sehr, sehr leistungsfähigen Kollegen im Team einsetzen. Und damit will ich nochmal sagen, KI ist kein magischer Knopf, sondern ein Werkzeug, das genau so gut ist, wie du es briefst, einordnest und einbettest. Die 5 Learnings dafür waren: Verstehe die 3 Ebenen von KI in deinem Unternehmen. Starte mit Standard-Tools, aber immer in Prozessen gedacht. Brief deine KI wie einen neuen Mitarbeiter mit Kontext und Beispieldaten. Nutze Chain of Thought Prompts, um komplexe Aufgaben Schritt für Schritt zu lösen, und kenne die Grenzen von KI und setze klare Guidelines. Wenn du Lust hast, dass wir in dem nächsten Video konkret in Use Cases für Produktion, Vertrieb oder Verwaltung einsteigen, dann schreib mir gerne in die Kommentare und auch in welcher Branche dein Unternehmen unterwegs ist und wo du dir gerade am meisten Unterstützung durch die künstliche Intelligenz wünscht. Wenn dir das Video heute geholfen hat, dann lass gerne ein Abo und ein Like da und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein!